Herzlich willkommen zur letzten Ausgabe der ersten vierteiligen Serie, die wir produziert haben. Heute zeige ich euch gleich die Ergebnisse, die Dieter Sieg und Daniel George produziert haben. Die beiden habe ich eingeladen zu mir ins Studio zum Abschlussgespräch und wir haben darüber gesprochen, was gut gelaufen ist, was schwierig war, und wir werden gleich die fertigen Fotos präsentieren. Bleibt gespannt und bleibt dran. So, schön, dass ihr da seid. Es war witzig bisher. Ich bin ganz gespannt eigentlich und alle anderen wahrscheinlich auch, wie ihr es denn gelöst habt. Das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, oder dass ihr euch gesehen habt, das war bei dir im Studio. Und habt ihr euch ein bisschen kennengelernt, euch die Aufgaben gegeben. Und dann habt ihr auch danach getrennt voneinander ein Statement abgegeben, wie ihr die Aufgaben findet. Dieter hat gesagt, wie findet ihr die Aufgabe? Scheiße. Und du hast gesagt, deine Aufgabe ist schwerer, weiß ich auch noch. Weil Daniel reingeschrieben hat, dass das mit Respekt passieren soll. Jemand, der das mit Würde vermittelt, diesen Job, ja. So war das gedacht. Ja, und da hat er sich total dran aufgehängt. Ja, weil mir das ungefähr gefühlte 1000 Variationsmöglichkeiten genommen hat. Aber erzähl doch mal, wir fangen mal mit dir an. Also, Aufgabenstellung, was hast du gedacht, in Kurzform nochmal, und wie hast du dann das ganze Thema dann beackert? Ich habe gedacht, ach du Scheiße. Also Großtier wusste ich erstmal nicht so richtig, was gemeint ist, und dann wurde es ja so ein bisschen erklärt. Und da dachte ich mir, okay, baue ich halt ein Studio in einen Kuhstall und dann ist gut. Ich fotografiere halt tagtäglich Menschen und dachte, okay, Tier ist schon. Also ich hatte auch nicht so richtig Bock. Ja, ich hätte gerne auch einen Elefanten fotografiert oder eine Giraffe, oder ich habe bei Zoos angerufen und dachte mir, die lecken sich bestimmt die Finger irgendwie danach, dass sie kostenfrei einfach ein cooles Foto kriegen. Ja? Bei den Zoos hätte ich zuerst gedacht, dass die irgendwie an meiner Sicherheit interessiert wären, dass mir da bloß nichts passiert und mich kein Krokodil beißt. Nein, am Ende war es so, dass die Zoologen das Problem waren, weil die gesagt haben, nein, das Tier muss in der eigenen Umgebung bleiben und darf da nicht gestört werden, und die nehmen davon irgendwie einen psychischen Schaden oder was. Auf die Idee wäre ich nie gekommen, dass die daran, ich dachte, das ist schlimm genug, dass die da eingesperrt sind. Aber Nee, das ist nicht so, nein, das ist kein Thema. Also einsperren ist kein Thema, aber Fotos ist krass. Und ja, am Ende haben wir dann zwei Sachen gefunden. Einmal eben ein Dressurpferd, von dem ich jetzt dachte, okay, das ist safe, ne? Das ist dressiert, heißt ja auch so. Das Dressurpferd ist also dressiert und macht genau das, was ich von ihm erwarte. Oder du hast jemanden dabei, der es dir genau auf einen Millimeter dorthin stellen kann, wo du das Licht irgendwie eingerichtet hast. Und am Ende war das sozusagen mein, ja, wie soll man sagen, mein Safe Place. Dann wurde doch noch eine Kuh gefunden, ja, also auch bei einem Landwirt, der die dann am Ende zu essen verarbeitet. Deswegen hatten die auch keine Namen, sondern nur Nummern in den Ohren so reingetackert. Haben die das gesagt? Ja, genau, ja. Wir hatten früher ein Hausschwein, das hieß Susi, und wir haben es trotzdem gegessen. Aber es war in Ordnung, das war das ganze Jahr da. Hat ganz Ja, vor dem Krieg. Ja, genau. Ja. Das war gar kein echtes Schwein, das war aus Marzipan. Ja, ganz genau. Ja, jedenfalls hatten wir einen Tag, an dem dann eben alles gedreht und geshootet werden sollte. Ne? Und dachte ich mir, okay, alles klar, zuerst die Kuh. Das wird bestimmt nichts. Die Kuh wirst du nie dort irgendwie hinstellen können, wo du sie gerne hättest. Aber wir versuchen es. Wenn es klappt, haben wir am Ende das coolere Bild vielleicht. Also alles aufgebaut, Kuh kam an, lief durchs Bild, irgendwie noch ein Foto gemacht und dann lief sie weg. Und dann dachte ich, okay, jetzt, das war's. Da kriege ich nie wieder das Tier zurück. Ne? Und am Ende hat es dann doch irgendwie geklappt. Wir werden es wahrscheinlich dann auch sehen in den Aufnahmen. Und dann sind wir im Prinzip zum Pferd hingefahren, weil es super nett war von der Dame, die uns das zur Verfügung gestellt hat. Und wer weiß, vielleicht wird ja noch ein besseres Bild rauskommen. Und am Ende ist, glaube ich, die Kuh das hübschere Bild geworden. Das haben wir dann genommen, haben es bearbeitet und werden das Pferd trotzdem auch fertig machen als Dankeschön. Das ist auch gut geworden, ich habe es ja beides gesehen. Ich finde das Pferd auch super gut. Aber ich muss auch sagen, ich finde die Kuh halt auch ein bisschen spannender. Auch für den Betrachter, weil das ist ja nicht so allgegenwärtig, die Kuh. Klar, siehst du, oder? Kann man so sagen, ist das richtig? Ja, aber es ist ja beides allgegenwärtig, aber ich glaube, so die Kuh ist irgendwie als Foto nicht so gewohnt, vielleicht so ein Pferd. Ne? Ist auch nicht eine ganz so 0815 Kuh. So ein bisschen gelockter. Hat die überall Locken? Egal. Du hast es gesehen. Das war echt eine schöne Kuh. Das war eine sehr schöne Kuh. Du hast auch was mit Kühen gemacht? Naja, ich habe halt auch schon Sachen also ich habe ganz viel schon mit Tieren gemacht. Mit Kühen, mit Pferden. Was hast du mit Tieren so gemacht?
Fotos. Ich frage mal. Kannst ruhig machen. Erzähl mal, die Aufgabe für Dieter, die du rausgewählt hast, was hast du denn dabei gedacht? Wie kamst du denn darauf? Kannst du die Wahrheit erzählen? Ja, also ich habe mich so im Dunstkreis von Dieter versucht so ein bisschen, ich kannte ihn ja noch nicht so richtig vorher und ich habe versucht aus seinem Dunstkreis Leute zu interviewen und zu fragen, wisst ihr denn eigentlich, was Dieter jetzt irgendwie was er gar nicht mag? Ne? Ich glaube, du kannst auch sagen, wer es war. Und ja, am Ende habe ich Timi gefragt und meinte, Oh, Scheiße. und, Ja, die weiß das. Auf Und- jeden Fall weiß die das. und weißt du denn zufällig oder weiß einer von euch zufällig, gibt es vielleicht irgend so ein Klischee, wo Dieter ganz gerne mal irgendwie aneckt und so und dann hieß es ja, also wenn du einen Beamten findest oder noch eine Beamtin, so, dann bist du eigentlich so genau an der richtigen Stelle. Ich hatte schon eine Idee, so verschiedene Randgruppen vielleicht mal ins Spiel zu bringen. Das irgendwie trotzdem so zu zeigen, dass das normale Menschen sind, die man respektieren kann. Das wird schon schwer. Und Das ist eine geile Aussage. Ja. Zu sagen, dass man die respektieren kann, das ist schon schwer. Ja, klar, ich weiß, was du sagen willst. Aber gut, wir lassen es mal so stehen. ja, aber, es ist ja. gemein. Ja. Nee, ist in Ordnung. Ich Es meine, war also auch eine Punktlandung, ne? Was meine Abneigung angehen könnte, war das schon ziemlich gut getroffen. ich habe ja von euch die Vorschläge bekommen. Jeweils 2, 3 Vorschläge. Ich fand das mit der Kuh übrigens super geil. Hat mir super gut gefallen. Oder mit dem Tier finde ich super, auch perfekt passend und ist auch geil geworden. Und auch Daniel hat verschiedene Vorschläge gemacht. Ich dachte auch, das ist eigentlich eine geile Idee, Politessen irgendwie darzustellen. Ja. Also gut, das heißt, Aufgabenstellung haben wir gerade schon besprochen. War scheiß Aufgabe. War schwer zu lösen. Also du hast ein Composing gemacht aus 3 Aufnahmen. Wie viel Zeit hast du ins Composing reingesteckt ungefähr? Also Bildbearbeitung? ich schätze mal, dass die Bildbearbeitung so ungefähr 2,5 Tage waren. Wow. Hart. Krass. Hart, Ja, das ist so, also ich fotografiere ja auch gerne, aber die Bildbearbeitung ist für mich so, ich mache es, weil ich es machen muss. Und 2,5 Tage würde ich mich auf gar keinen Fall damit auseinandersetzen. Ich würde es dann abgeben. Ich finde das nicht so schlimm, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist halt ein Prozess. Ne? Du hast ein Bild im Kopf und du gibst ja nicht auf, bevor das nicht geil aussieht. Ja, das ist klar. Aber ich würde es nicht selber machen. Ich hätte da tolle, nette Leute, die das dann. Ich habe aber, ich vielleicht muss besser ganz ehrlich, machen. dass ich habe unheimlich gerne Kontrolle drüber. Über alles, was ich mache, habe ich gerne Kontrolle. Aber kurz mal zurück zu der Aufgabenstellung. Also du hast dir gedacht, Porträt. Genau, ich habe gedacht, also das Thema Porträt und... Aber es war gar nicht vorgegeben. Aber du hast geguckt, was Daniel so macht, oder? Ja, genau. Er ist ja überwiegend mit People und Porträt unterwegs und es geht ja auch nicht darum, meiner Meinung nach, ja, es soll eine Herausforderung sein, aber sich gegenseitig irgendwie so ins Gesicht treten will man ja auch nicht. Und da habe ich gedacht, dann lass ihn noch mal aus seiner Komfortzone raus, aber im Thema bleiben. Das hast du schön geschafft, auf jeden Fall. Ja, mit der hoffe ich. Komfortzone. Deiner Kuhscheiße. Kuhscheiße und auch so dieses Live. Und dann, wenn ich gesagt habe, mach eine Kuh, ein Porträt von einer Kuh ohne irgendwas, dann wäre es ja easy gewesen. Weißt du, dann hätte man dann schon ein schönes Bild bekommen. Und das kriegt halt auch jeder hin irgendwie, der eine gute Kamera hat. Aber so dieses zusammen mit Studio-Equipment und Studio-Hintergrund als potenzielles Titelmotiv oder Leadmotiv für eine Doppelseite oder so zu machen, das ist dann schon was anderes. Das ist eine Auftragsarbeit, die, sag ich mal, technisch und auch emotional einen stärkeren Anspruch hat. Man muss sich selber überwinden, glaube ich. Da kommt auch mal Angst, du hast dieses riesen Vieh, du weißt genau, das ist kein Hund, der sagst du nicht, mach Sitz, sondern der bleibt da nicht da und du bist mit dein ganzes teures Equipment steht da drumherum. Ja, weil der die ganze Zeit den Kopf in diesem Heu oder Stroh oder auf jeden Fall tief drin. Ne? Und da war nichts mit Porträt. Da musste man irgendwie... Aber die war nachher echt ganz nah dran und ganz Ja. zutraulich. Ich nie mit gerechnet. Ich dachte, du bleibst weit Ich weg auch oder nicht. es wird nichts. Ne? Angst hatte ich vor dem Viech. Also am Anfang, dann am Ende war es mehr so Konzentration, aber so Ja, zwischendurch dachte ich, okay, da steht jetzt irgendwie so eine, was weiß ich, eine Tonne oder irgendwie so bewegtes Fleisch vor dir, ne? Du hast Das, nur an Steak gedacht. Entrecot. Ja, das war So, geil. so. Und übrigens, Ja. um noch kurz was zu sagen, nach dem ganzen Dreh hatten wir unser Zeug zusammengepackt und nicht mehr richtig ausgepackt. Und letzte Woche bin ich nach München gefahren, hatte einen Dreh in einem Büro von einer tollen Stiftung, war auch wunderbar. Und packte das Stativ aus. Und Stinkt alles. Ja, es hat gestunken und das ganze Füße war noch voller Kuhscheiße. Ich stand da in dem Büro und dachte, oh nein, das ist jetzt ein bisschen unangenehm. Ja. Aber zum Glück Aber nur ein bisschen. ist nichts passiert. Zum Glück. Nein. Ja, also ich muss sagen, dass das für mich auch ziemlich aufwendig war, das Ganze. Ich bin doch ein bisschen überrascht, wie viel Material wir produziert haben.
und daraus halt dann das Material sich rauszupicken, was dann da irgendwie doch interessant sein könnte oder so, dass man auch nicht zu lang wird, weil es ist ja irgendwie eine Produktion, die für YouTube funktionieren soll. Und das ist mal der Spagat. Eigentlich wollte ich ja zuerst eine Sendung machen, die 30 Minuten dauert, aber wahrscheinlich ist es dann doch zu lang und deswegen dachten wir, okay, wir machen es dann jetzt kürzer im Nachhinein, wir machen da draus wahrscheinlich 3 10-Minüter. Müssen wir mal schauen, was sich da am besten anbietet. Und so, dass halt auch keinen langweilt. Die Leute sollen da Spaß haben, das zu gucken und ein bisschen Informationen mitkriegen. Das waren auch so die Ansätze, die wir halt hatten, irgendwie von vornherein zu sagen, okay, wir wollen was machen, was ein bisschen Information hat, Unterhaltung und Inspiration. Das sind so die 3 Säulen, auf der das ganze Brot, und ich glaube, das habt ihr ganz gut gemacht. Also ich fand es auf jeden Fall spaßig zu gucken. Auch im Schnitt dann auch irgendwie so die Höhen und Tiefen mitzuerleben, was so gut funktioniert hat und was nicht so gut geht. Also es war auf jeden Fall für mich auch sehr lehrreich und ja, sag schon mal vielen Dank. Ich werde euch weiterempfehlen. Du hast das Bild gemacht, Composing, mega aufwendig, also viele Aufnahmen, viel Bildbearbeitung. Du hast Kuh und Pferd gemacht, jetzt wollen wir mal sehen, was ihr gemacht habt. Wir haben es noch nicht gesehen. Ich bin gespannt, was daraus wird und lass mal rübergehen und gucken, wie es aussieht. Trommelwirbel. Trommelwirbel. Sind wir da gespannt? Ja, mach. Achtung. Und Achtung. Wow. Alter Schwede, ey. Krasses Bild, Alter. Das ist echt krass geworden. Hätte ich nie erwartet. Ich hätte es mir völlig anders vorgestellt, Wie hast du zumindest denn nach gedacht? der Erzählung. Nicht so weit weg, ich hätte viel näher dran gedacht. Aber der Reflex hier vorne drauf, wo kommt der her? Den habe ich nicht weggemacht. Ich dachte, das ist ein Tesla. Okay. Ja, es ist ein Tesla. Ja. Nein. Da sind natürlich immer noch so ein paar Macken drauf, die man irgendwie noch begehen, die man noch machen könnte. Da könnte man noch mal eine kleine Schleife, noch mal eine kleine Runde in der Post drehen. Ja, okay. Du meintest auch, du hättest eigentlich noch mit 10% mehr reingegeben. Das ist 180 Grad anders, als ich dachte. Also, ich hätte gedacht, dass dieser Bereich, also sprich unsere Politesse, Politeur, so viel vom Bild einnimmt und Ja, im das ist Hintergrund sieht man irgendwie so, aber so ist es auch echt sehr, sehr, sehr schön. Ja, ist eine komplette. Ja, die Kirche wirkt richtig mega mächtig und krass. Da Ne? hast du noch ein bisschen Nebel reingebaut, ne? Ja, die habe ich. Auch schön. Ich habe erstmal einen Brush gebaut, mit dem ich das machen konnte. Aber ich finde auch krass, wie das Licht hier drin ist. Das sieht super geil aus. Ne? Die Karre sieht super geil aus. Ja, alles nur irgendwie ein Pro-Foto. Das hat super hingehauen. Geil. Der Himmel ist auch geil. Ich finde das Rot richtig geil. Ja. Geil. Tja, Daniel. Das ist schon mal geil. Achtung. Trommelwirbel. Trommelwirbel. Geil. Ja, Hammer. Richtig geil. Mega geil. Das ist eine Kuh, ne? Ja, aber wie geil die geworden ist. Ey, ganz ehrlich, die ist da rumgesprungen. Und nachher war sie ganz relaxed, aber trotzdem, ne? Also dem Hintergrund, also ich würde auch sagen, das ist das Geile hierbei, ne? Die Aufgabenstellung war, okay, neben Studiolicht, neben Studiohintergrund und Fotografie ein Großtier, ne? Aber da kriegst du schon mal ein Bienchen dafür, ne? Sieht super geil aus. Auch hier der Staub, ne? Ja, das ist auch so echt. Hier ist schön. Ich finde es auch mit der Unschärfe hier eigentlich super. Auch von dem Hintergrund ist alles schön. Ne? Ist so genau, porträtmäßig genau richtig. Wenn die scharf gewesen wäre, so komplett von vorne bis hinten. Ja, das ist die Frage, ne? Also ich dachte gerade, eigentlich schade, dass es unscharf ist. Andererseits ist es natürlich geil, weil der Blick des Betrachters wird gelenkt aufs Auge, das ist, was alle wollen, ne? Also Das war auch der Grundgedanke, ne? Das ist so wie bei einem Porträt von einem Menschen dann mit den Augen zur Hand haben. ich finde auch, dass der Ton hinten geil ist, dass er so leicht minimal bläulich ist. Und das ganze Bild ist so wie, ist ja nicht so richtig rötlich, ne? Ist ein bisschen blau insgesamt drin, ne? War das beabsichtigt oder ist das der Druck vielleicht auch? Aber das ist egal, ist Nee, das geil. war schon so beabsichtigt. Ja. Aber krasse Wimpern, wie lange Wimpern so eine Kuh hat, ne? Ja, ist mir auch vorher nie aufgefallen, ne? Schöne Sache. Ja, das Ende von die Challenger. Das Ende von der Challenge. Also ich würde sagen, ihr habt das ganz gut gemeistert. Meister. Selber. Das hat mir auch Spaß gemacht. Also es Nee, war ich fand's echt scheiße. Ja? Geh du doch. Nee, klar, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja, geile Sache. Also ist echt interessant, das ist ja auch das, was immer so sonst passiert. Ne? Wenn eine Anfrage reinkommt, der Kunde hat irgendwas Abstruses, irgendeine Idee, man weiß gar nicht genau, was es werden soll, dann wird es artikuliert und dann macht man sich selber so Gedanken dazu, wie kann man es machen. Und am Ende hat man halt ein fertiges Ergebnis. Ne? Und darum geht es ja auch bei uns immer grundsätzlich auch im Job. Ne? Bei uns geht es am Anfang, deswegen heißt mein Laden ja auch Grand Visions, ne? Weil es geht ja immer um eine Vision. Ne? Das ist immer der Anfang von allem in unserem Business. Irgendwann eine Idee und dann geht es die umzusetzen. Und
Ja, und dann ist natürlich die Qualität des Fotografen gefragt, dass es nachher auch geil wird. Ne? Und es ist alles geil geworden. Also, ich dachte auch die ganze Zeit, um die Sendung geil zu machen, brauchen wir auf jeden Fall was mit Menschen. Ne? Weil Leute gucken sich gerne andere Menschen an. Ich dachte beim Politessenbild, okay, ich dachte halt eine Politesse. Also, naja. So. Ne? Okay, sie ist trotzdem hübsch und schön, aber man sieht sie nicht so richtig, aber das Bild ist halt dann geil geworden. Und die ist ja schon fast menschlich, also die könnte ich mir jetzt auch verlieben. Dann, ja. Dann sage ich, sehr schön. Danke. Vielen Dank, Dieter. Ja, ganz meinerseits. Danke für die spannende Aufgabe. Damit ist die Challenge zwischen Dieter und Daniel beendet. Ich bin echt begeistert, was die beiden rausgeholt haben und hoffe, dass euch das Ganze gefallen hat. Wir haben auch schon Anfragen bekommen von verschiedenen Unternehmen aus der Industrie, die gerne mit uns kooperieren möchten. Darüber sind wir sehr froh und wollen es auch nochmal kurz unterstreichen, dass wir immer noch offen sind für Anfragen jeglicher Art. Noch eine Sache, die wir uns überlegt haben, und zwar werden wir unter den ersten 250 Abonnenten ein Porträtshooting verlosen und ihr könnt euch aussuchen, wer es machen soll. Entweder Daniel George, der hervorragend Kühe fotografiert, Dieter Sieg, der weiß, wie man ein Auto an die Wand stellt, oder bei mir, der eigentlich auch was weiß. Liebe Grüße, bis bald, bleibt gesund und munter.